Möchtest du auch so ein süßes Sommerkleid? Das geht ganz einfach. Ich zeige dir, wie du das Schnittmuster aus jedem Tanktop-Schnitt selber zeichnen kannst. Danach zeige ich dir Schritt für Schritt, wie es verarbeitet wird, dass du es selber nachnähen kannst. Los geht's! Die Grundlage für die Erstellung des Kleidschnittmusters bildet entweder ein Tanktop-Schnittmuster oder ein genähtes Tanktop. Wichtig ist einfach, dass es anliegend ist, dir gut passt und du dich wohl darin fühlst. Und so machst du aus deinem Lieblingstanktop ein Schnittmuster. Halbiere es in der vorderen Mitte und leg die Seitennähte ganz genau aufeinander. Steck die Seitennähte zusammen. Zeichne eine gerade, lange Linie. Das ist die vordere Mitte. Leg den Umbruch deines Tanktops ganz genau in diese Linie und streich den Rest des Tanktoppes glatt. Kopiere den Schnitt, indem du den Ausschnitt, das Armloch und den Saum abkopierst. Um die Seitennaht abzukopieren, brauchst du entweder so ein Kopierrad oder du verwendest eine normale Stecknadel. So oder so fährst du entlang der Seitennaht vom Saum her nach oben. Für beide Varianten ist es von Vorteil, eine weiche Unterlage wie Karton oder Papier zu verwenden, damit du keine Löcher in den Tisch machst. Entferne das Tanktop und zeichne nun noch die Seitennaht anhand der Markierungen ein. Zieh auch noch die Linie der Schulternaht. Mach genau dasselbe für das Rückenteil des Tanktops. Kopiere dein Vorderteil auf ein Schnittmusterpapier und achte darauf, dass du unten und seitlich viel Platz hast. Markiere auf deinem Schnittmuster die Taille. Die ist dort, wo das Schnittmuster am schmalsten ist. Zieh eine rechtwinklige Linie zur vorderen Mitte, die sich mit der Taille schneidet. Markiere auch die Hüfte. Die ist 20 cm unterhalb der Taille. Zeichne eine Gerade durch die Hüfte, die im rechten Winkel zur vorderen Mitte verläuft. Verbreitere nun das Schnittmuster bei der Hüfte um 4 cm. Verbinde die Taille mit diesem 4 cm Punkt und verlängere die Linie bis weit nach unten. Bestimme nun die Länge deines Kleides. Meines endet 50 cm unterhalb der Taille. Am besten hältst du ein Maßband an deine Taille und checkst im Spiegel, wie lange du dein Kleid haben möchtest. Ziehe nun in der vorderen Mitte bei der bestimmten Länge eine rechtwinklige Linie. Zieh eine so lange Linie, bis sie sich mit der anderen der Seitennaht kreuzt. Miss in der Seitennaht von der Taille aus dein bestimmendes Maß der Länge minus 1 cm ab. Zieh von diesem Punkt aus eine rechtwinklige Linie bis zum Saum hin. Gleiche nun noch den Übergang in einer schönen Kurve aus. Zeichne in der Taille einen schönen Übergang zur ursprünglichen Linie. Kopiere nun das Rückenteil auf Schnittmusterpapier. Von der Taille abwärts kannst du das Vorderteil abkopieren. Achte darauf, dass die Seitennähte genau aufeinander liegen und am Schluss gleich lang sind. Damit ist dein Schnittmuster bereits fertig. Nun kommen wir zum Zuschnitt. Ich empfehle dir für dieses Kleid einen Jersey-Stoff aus Baumwolle mit 5% Elastananteil. Der hat die nötige Dehnbarkeit und Stabilität, dass die A-Form des Kleides schön zur Geltung kommt. Schneide diese beiden Schnittteile zweimal im Stoffbruch zu. Lass dabei rundherum 1 cm Nahtzugabe und beim Saum 3 cm. Leg die beiden Teile mit den schönen Stoffseiten aufeinander und steck die Seitennähte und Schulternähte zusammen. Nähe diese Nähte mit einem dehnbaren Stich zusammen. Also entweder mit einem Overlock-Stich oder mit einem anderen dehnbaren Stich.
Falls du keine Overlock-Maschine hast, schau doch in mein anderes Video rein, das ich dir hier oben gerade verlinke und auch unten in der Beschreibung drin. Dort erkläre ich ganz genau, welchen Ersatzstich du auf deiner Nähmaschine verwenden kannst, wenn du keinen Overlock-Stich hast. Schneide entweder 5 mm mit der Overlock ab oder nähe die Kanten 1 cm tief mit der Nähmaschine. Miss beim Schnittmuster die Länge des vorderen Armlochs sowie die Länge des vorderen Ausschnittes und die Länge des hinteren Ausschnittes und des hinteren Armlochs aus und schreib diese Maße genau auf. Falls dein Schnittmuster Nahtzugaben beinhaltet, musst du diese nun von den Maßen abziehen. Zieh von diesen Maßen 10% ab. Von nun an wird nur noch mit den reduzierten Maßen gerechnet. Schneide nun Rechtecke zu, die 4 cm breit sind und folgende Längen haben. Ein Bändel für die Einfassung des Ausschnittes hat folgende Länge: zweimal das Maß des vorderen Ausschnittes plus zweimal das Maß des rückwärtigen Ausschnittes plus 2 cm Nahtzugabe. Schneide außerdem 2 Bändel für die Einfassung der Armlöcher zu. Hier betragen die Maße folgende: das Maß des vorderen Armlochs plus das Maß des rückwärtigen Armlochs plus 2 cm Nahtzugabe. Schneide diese Einfassung im queren Fadenlauf deines dehnbaren Stoffes zu. Miss bei der Armlocheinfassung das Maß des hinteren Armloches einmal von der linken Kante und beim anderen von der rechten Kante ab. Markiere diese Stellen mit kleinen Picks, also Markierungen im Stoff. Dafür schneidest du 4 mm tief in den Stoff rein. Miss beim Ausschnittband die Maße des rückwärtigen Ausschnittes bis zur Rückenmitte, danach von der Rückenmitte bis zur Schulter und von der Schulter bis zur vorderen Mitte ab. Leg die schmalen Kanten der Einfassungen aufeinander und nähe sie 1 cm tief. Leg die Nahtzugaben auseinander und falte die Bändel mit den schönen Stoffseiten außen aufeinander. Lege die Nahtzugaben der Seitennähte und der Schulternähte ins Vorderteil. Starten wir mit dem Ausschnitt. Nimm die Einfassung und steck die Naht 1 cm von der linken Schulternaht entfernt in Richtung Rückenteil an das Kleid. Steck jetzt die Bezeichnung auf der Einfassung der Rückenmitte auf die Rückenmitte des Kleides. Danach den Pick der Schulternaht auf die rechte Schulternaht und die Markierung der vorderen Mitte auf die Vordermitte des Kleides. Nun sieht es so aus. Steck die restliche Einfassung auf das Kleid, indem du die Einfassung so weit ziehst, bis es die gleiche Länge hat wie das Kleid. Während des Nähens wirst du die Einfassung genau auch so ziehen müssen, dass das Kleid nicht gespannt wird, aber die Einfassung genau gleich lang ist wie der Ausschnitt. Beim Armloch gilt dasselbe Vorgehen. Nur hier startest du mit der Naht der Einfassung unten bei der Achsel, 1 cm von der Naht entfernt in Richtung Rückenteil. Danach steckst du die Bezeichnungen der Schulternähte aufeinander. Nähe die Einfassung mit Zug nun auf die Teile. Zieh so fest an der Einfassung, dass sie gleich lang ist wie die Kante des Kleides. Schneide entweder 5 mm mit der Overlock ab oder nähe die Kanten 1 cm tief mit der Nähmaschine. Achte darauf, dass sich nirgends eine Falte bildet oder ein Loch entsteht. Ich weiß, es ist logisch, aber es kann vorkommen und man macht sie auch nicht absichtlich. Falte die Einfassung ganz um und stepp sie von außen ab. Stell die Stichlänge auf 3. Zieh während des Nähens ganz leicht am Stoff.
Leg die Saumzugaben 3 cm nach oben und steck sie fest. Nähe den Saum mit einem Coverstich oder der Zwillingsnadel von außen ab. Schneid die überstehenden Saumzugaben noch weg. Und da bist du fertig! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines hübschen Sommerkleides. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Wenn du gerne mehr Nähtutorials sehen möchtest, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Ich freue mich auch sehr, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilst und mir hilfst, meinen Kanal wachsen zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.